Herzlich willkommen zu meinem Thema KI-unterstützte Korrektur von PDF zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Chancen und Herausforderungen am Beispiel von Adobes Autotech API. Laut Adobe sind über 90% der umlaufenden PDFs teilweise unzugänglich für Leute mit einer Behinderung. Deswegen hat Adobe für dieses Problem kürzlich eine neue API veröffentlicht, die mit der künstlichen Intelligenz die Barrierefreiheit von PDFs verbessern soll. Um dies zu überprüfen, wurde die Barrierefreiheit von den verbesserten PDFs untersucht. Zuerst wurde eine Verbindung zur KI hergestellt, indem eine Schnittstelle programmiert wurde, die über die Kommandozeile verwendet werden kann. Um die Barrierefreiheit von den PDFs zu ermitteln, wurde sie mit dem PDF-UA-Standard und dem zugrunde liegenden Matterhorn-Protokoll geprüft. Das Matterhorn-Protokoll beinhaltet 137 Fehlerbedingungen. Davon sind 87 Bedingungen maschinell, 48 manuell und 2 Bedingungen, die nicht zugeordnet werden können. Die maschinellen Bedingungen können von einer speziellen Software behoben werden, während die restlichen Bedingungen von einem Menschen behoben werden müssen. Alle Fehlerbedingungen lassen sich in 31 Kapiteln unterteilen. Die Testdokumente wurden so konstruiert, dass pro Kapitel möglichst viele Fehlerbedingungen in einem PDF verstoßen werden. Anschließend werden die fehlerhaften Dokumente von der KI bearbeitet. Für die Auswertung werden die Programme Adobe Acrobat Pro und PAC 2021 verwendet. Die Auswertung ergibt, dass 51 Bedingungen bestanden haben, 57 haben nicht bestanden, 7 waren nicht testbar und 22 waren aus technischen Gründen nicht umsetzbar. Bei den nicht testbaren Bedingungen wurde zum Beispiel verlangt, dass ein besseres alternatives Medium bereitgestellt werden soll. Oder das PDF sollte verschlüsselt werden, sodass es nicht mehr von der KI bearbeitet werden kann. Bei den technisch nicht umsetzbaren war es uns nicht möglich, die Dokumente so zu modifizieren, ohne sie komplett zu zerstören. Betrachtet man nun nur die maschinellen Fehlerbedingungen, dann kann man sehen, dass 28 Fehlerbedingungen bestanden haben, 32 haben nicht bestanden, 5 waren nicht testbar und 22 konnten aus technischen Gründen nicht umgesetzt werden. Bei den manuellen Fehlern haben 22 Bedingungen bestanden, 24 haben nicht bestanden und 2 waren nicht testbar. Im Verlaufe des Versuchs konnte noch erkannt werden, dass nicht effizient getaggt wurde. Es wurden sehr oft viele Span-Tags verwendet. Manchmal wurden auch nicht standardisierte Strukturtypen verwendet, wie beispielsweise das Aside-Tag. Es wurden neben dem Beheben von Fehlern immer selbst ein Character-Fehler generiert. Zudem wurde erkannt, dass die Lesereihenfolge davon abhängt, mit welchem Programm das PDF erstellt wurde. Es wurden dafür zwei exakt gleiche PDFs erstellt, einmal in Word und einmal in Affinity Publisher. Die PDFs wurden so aufgebaut, dass sie einem Artikel ähneln. Die Variante von Word hatte gravierende Fehler in der Lesereihenfolge, während die von Affinity nur kleine Fehler aufwies. Außerdem konnte die KI Fehler nicht zuverlässig beheben. So konnte sie in einem ähnlichen Dokument die gleichen Fehler nicht nochmals beheben. Beispielsweise wurde Display-Doc-Title nicht richtig gesetzt oder PDF-Elemente wurden nicht mit dem korrekten Tag versehen. Des Weiteren wurden inhaltliche Veränderungen in paar Dokumenten festgestellt. Zum Beispiel fehlte in dem Dokument die zweite Unterschrift und in dem anderen sind mehrere grüne X-Objekte danach schwarz. Das Fazit ist, dass die verbesserten PDFs von der KI nicht dem PDF-UA-Standard entspricht. Bei der Verwendung dieser KI sollten die davor erwähnten Probleme beachtet werden. Trotz der vielen Fehler hat Adobe gezeigt, dass es möglich ist, die manuellen Fehlerbedingungen von einer KI beheben zu lassen. Es ist heute nur nicht ausgereift und benötigt noch viele Optimierungen.